Rumpelstilzchen. Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine sehr schöne Tochter. Eines Tages traf er den König und sagte, um sich wichtig zu machen: Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen. Der König sagte zum Müller: Das ist eine Kunst, die mir gefällt. Wenn deine Tochter so geschickt ist, wie du sagst, dann bring sie morgen in mein Schloss, und ich will sehen, ob es wahr ist. Als das Mädchen gebracht wurde, führte er sie in eine Kammer, die ganz voll Stroh lag, gab ihr Rat und Haspel und sprach: Jetzt arbeite an, und wenn du diese Nacht durch bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold gesponnen hast, so musst du sterben. Dann schloss er die Tür selbst hinter sich zu, und sie war allein. Da saß die arme Müllerstochter und wusste um ihr Leben keinen Rat. Sie verstand gar nicht, wie man Stroh zu Gold spinnen konnte, und ihre Angst wurde immer größer, dass sie endlich anfing zu weinen. Da ging auf einmal die Tür auf, und ein kleines Männchen trat herein und sprach: Guten Abend, Jungfer Müllerin, warum weinst du so sehr? Ach, antwortete das Mädchen, ich muss Stroh zu Gold spinnen und verstehe das nicht. Das Männchen sprach: Was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne? Mein Halsband, sagte das Mädchen. Das Männchen nahm das Halsband, setzte sich vor das Rädchen und schnurr, 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 dreimal gezogen, und die Spule war voll. Dann steckte er eine andere auf, und schnurr, 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 dreimal gezogen, war auch diese voll, und so ging es fort bis zum Morgen, da war alles Stroh versponnen, und alle Spulen waren voll Gold. Bei Sonnenaufgang kam schon der König, und als er das Gold erblickte, war er erstaunt und erfreut, aber sein Herz wurde nur noch goldgieriger. Er ließ die Müllerstochter in eine andere Kammer voll Stroh bringen, die war noch viel größer, und befahl ihr, das auch in einer Nacht zu verspinnen, wenn ihr das Leben lieb sei. Das Mädchen wusste sich wieder nicht zu helfen und weinte, da ging abermals die Tür auf, und das kleine Männchen erschien und sprach: Was gibst du mir, wenn ich das Stroh zu Gold spinne? Den Ring von meinem Finger, antwortete das Mädchen. Das Männchen nahm den Ring, fing wieder an zu schnurren, und bis zum Morgen war alles Stroh in glänzendes Gold verwandelt. Der König freute sich über die Maßen, als er das sah, war aber immer noch nicht goldessatt, ließ die Müllerstochter in eine noch größere Kammer voll Stroh bringen und sprach: Die musst du noch in dieser Nacht verspinnen, gelingt dir's, so sollst du meine Frau werden. Sie ist nur eine Müllerstochter, dachte er, ich finde keine reichere Frau auf der Welt. Als das Mädchen allein war, kam das Männlein zum dritten Mal wieder und sprach: Was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh nochmals zu Gold spinne? Ich habe nichts mehr, das ich geben könnte, antwortete das Mädchen. Versprichst du mir dann, wenn du Königin wirst, dein erstes Kind? Wer weiß, wie das noch geht, dachte die Müllerstochter, wusste sich auch in der Not keinen anderen Rat und versprach dem Männlein, was es verlangte. Und das Männlein spann auch diesmal das Stroh zu Gold. Und als der König am Morgen kam und alles fand, wie er gewünscht hatte, hielt er Hochzeit mit ihr, und die schöne Müllerstochter wurde Königin. Nach einem Jahr brachte sie ein schönes Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an das Männlein. Da trat es plötzlich in ihre Kammer und sprach: Nun gib mir, was du versprochen hast. Die Königin erschrak und bot dem Männlein alle Reichtümer des Königreichs an, wenn es ihr das Kind lassen wollte. Aber das Männlein sprach: Nein, etwas Lebendes ist mir lieber als alle Schätze der Welt. Da fing die Königin so an zu weinen und zu jammern, dass das Männlein Mitleid mit ihr hatte. Ich will dir 3 Tage Zeit lassen, sprach es, wenn du bis dahin meinen Namen weißt, so sollst du dein Kind behalten. Die ganze Nacht über dachte die Königin alle Namen nach, die sie je gehört hatte,
und schickte einen Boten über Land, der sollte sich erkundigen weit und breit, was es sonst noch für Namen gäbe. Am nächsten Tag kam das Männlein und sie nannte, was sie wusste, von den gewöhnlichsten bis zu den seltsamsten, aber bei jedem sagte das Männlein, so heiße ich nicht. Am zweiten Tag ließ sie sich in der Nachbarschaft umhören, wie die Leute genannt würden, und sagte dem Männlein die ungewöhnlichsten und seltsamsten Namen vor. Heißt du vielleicht Rippenbiest oder Hammelsbein oder Speckseite? Aber es antwortete immer, so heiße ich nicht. Am dritten Tag kam der Bote zurück und erzählte, neue Namen habe ich keinen einzigen gefunden, aber als ich an einem hohen Berg vor einem kleinen Haus, vor dem ein Feuer brannte, vorbeikam, da tanzte ein lächerliches Männlein herum auf einem Bein und schrie: Heute bäck ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Du kannst dir denken, wie froh die Königin war, als sie den Namen hörte, und als bald darauf das Männlein hereintrat und fragte, nun, Frau Königin, wie heiße ich, fragte sie erst, heißt du Konrad? Nein. Heißt du Heinrich? Nein. Heißt du etwa Rumpelstilzchen? Das hat dir der Teufel gesagt. Das hat dir der Teufel gesagt, schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten in zwei.